Hallo ihr Lieben, heute geht's komplett marokkanisch zu hier. Wir machen Pastilla oder Pastilla. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht, aber ich weiß, wie man es macht. Und das ist das Wichtige. Ich habe das erste Mal Ende 2016, das werde ich nie vergessen, auf einer Hochzeit probiert. Da war ich mit deiner Mama. Oh mein Gott, das war so lecker. Es war so lecker. Und Hamza ist jetzt kein Marokkaner. Das denken dann immer viele, wenn ich marokkanische Rezepte mache. Hamza kommt aus Palästina. Aber ich war eben auf dieser marokkanischen Hochzeit. Danke, das ist der Klasse. Ja, nach nichts zu danken. Also wir lieben Marokkaner, marokkanische Küche sowieso. Und ja, deswegen machen wir das heute. Und zwar in Mini-Format. Das sind dann Hähnchenpastilla. Die kann man sich super einfrieren, super portionieren. Mega. Ich starte jetzt hier direkt mit der Pfanne. Und da gebe ich zuallererst Öl rein und dann die Zwiebeln auch schon dazu. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, aber ihr findet die ganz genauen Mengenangaben immer in der Videobeschreibung. Einfach unter dem Titel diesen Pfeil anklicken und dann habt ihr sie da komplett. Also Zwiebeln rein. Was ich auch schon mit reingebe, ist Koriander und Petersilie. Hast du euch erzählt, Ja? was Pastilla ist? Ja, habe ich wahrscheinlich vergessen, weil heute ist der erste Fastentag und ich bin leicht verwirrt. Pastilla sind so, also ich nehme zum Beispiel Filoteig und da ist dann eine Hähnchenschicht, eine Nussschicht, eine mit dem, was wir jetzt machen, eben mit Petersilie und Koriander. Und es ist vor allem ein bisschen süß und dennoch herzhaft. Es ist einfach so lecker. Das ist das Geile daran. Das ist das Geile daran. Es ist so lecker. So, Zwiebeln sind drin. Wie gesagt, Petersilie und Koriander, dann kommen auch noch Gewürze dazu, aber die zeige ich euch gleich in aller Ruhe. So, da habe ich auch schon frischen Ingwer mit dazu gegeben. Ihr könntet auch gemahlenen Ingwer nehmen, je nachdem, was ihr da habt. Und jetzt kommen noch meine trockenen Gewürze dazu. Einmal Kurkuma, einfach mit rein. So Zimt spielt eine Rolle hier. Also ich bin jetzt nicht so der Zimt-Fan, aber bei Pastilla mega. Einmal rein, Salz und Pfeffer und Safran. Safran ist auch typisch dafür. Und ich mache das so, Moment, kurz den Pfeffer. Ich mache das beim Safran so, dass ich den, weil der hat ja so relativ lange Stängel, sag ich mal, und einfach so ein bisschen verreiben in der Hand. Dann werden sie kürzer. Dann gebe ich das noch mit dazu. So, jetzt kommt das Hähnchen mit dazu und wird noch von beiden Seiten schön angebraten, aber nicht lange, denn das wird gleich im Wasser gar gekocht. So, jetzt machen wir die Nussschicht und die ist meine persönliche Lieblingsschicht. Das ist eben der Teil, der auch ein bisschen süß sein wird, aber nicht zu süß. Ihr dürft euch das jetzt nicht zu süß vorstellen. Ich habe jetzt hier Puderzucker. Die Nüsse habe ich vorab angeröstet. Das sind Mandeln, die ich benutze. Ihr könnt auch Cashewkerne nehmen oder Pinienkerne, ganz wie ihr möchtet. Und die habe ich jetzt im Blender auch noch so ein bisschen feiner gemacht. Nicht zu fein, die dürfen ruhig noch stückig sein, aber es ist auch alles Geschmackssache. So, einmal die Nüsse zum Puderzucker und was jetzt auch ganz wichtig ist, ganz typisch auch, Orangenblütenwasser. Davon gebe ich jetzt auch noch 2 Esslöffel dazu und dann wird das schön verrührt. So, die Nussmischung ist ja jetzt fertig und jetzt widme ich mich dem Hähnchen. Das ist jetzt auch gar, das hat bei mir ungefähr 20 Minuten gedauert. Es kommt immer darauf an, wie dick es bei euch ist, also wie dick die Fleischstücke sind. So, einmal den Deckel weg. So, jetzt kommen die Hähnchenstücke raus. Ihr dürft euch jetzt nicht wundern, warum ich hier so kleine Stückchen drin habe. Wir hatten uns ursprünglich für ein anderes Rezept entschieden und ich hatte meine Hähnchenbrust schon in kleinere Stücke geschnitten. Ihr könnt es natürlich auch ganz reingeben. So, ihr Lieben, als nächstes machen wir Folgendes. Das, was jetzt noch übrig ist im Topf, diese Flüssigkeit mit den ganzen Aromen, das nicht wegschütten, das ist jetzt ganz wichtig. Da geben wir jetzt Eier rein und rühren das nach und nach unter und lassen das nochmal 10 Minuten köcheln, damit die Flüssigkeit verdampft und wir so eine richtig schöne, ja wie so eine Art Paste haben. Und das Hähnchen, was ihr rausgenommen habt, lasst es ausdampfen, sonst verbrennt ihr euch und dann einfach auseinanderrupfen.
Wenn die Flüssigkeit verdampft, dann sieht das Ganze so aus. Also es ist schon sehr fest und halt sehr lecker, weil die ganzen Gewürze da mit drin sind. Besser, als wenn ihr jetzt das Wasser wegschütten würdet, dann wären die ganzen leckeren Aromen ja auch weg. Beziehungsweise ein Teil davon. So, und jetzt habe ich hier Phyllo-Blätter. Phyllo-Teig, das ist der gleiche, den ihr auch für Baklava benutzt. Und ich habe hier auch schon 3 vorbereitet. Und ich zeige euch jetzt, wie ich den 4. vorbereite. Immer schön unterm Tuch liegen lassen, die Phyllo-Blätter, weil die trocknen sehr schnell aus. Ich habe jetzt hier meinen Tortenring, habe jetzt hier den Mini-Tortenring auf ungefähr 11 cm eingestellt. Ihr könnt auch 10 oder 12 nehmen. Ihr könnt auch 15, also es ist vollkommen egal. Ich mag sie jetzt halt so. Und in meiner anderen Variante, im Video von vor 2 Jahren, habe ich den halt, glaube ich, 30 cm groß gemacht. Aber heute wollen wir die Mini-Variante. So, ich lege jetzt den Phyllo-Teig hier rein. Und dann habe ich mir ein bisschen Butter in der Mikrowelle geschmolzen. Und weil der Phyllo-Teig so dünn ist, bestreiche ich den dann immer mit ein bisschen Butter. Und nehme insgesamt 2 oder 3 Teiglagen. Ich habe es gerade mit 2 versucht, das war ein bisschen dünn. Nehmt am besten 3 Teiglagen. So, und jetzt nacheinander schichten. Ich nehme zuerst die Nussmischung, dann gebe ich die Eiermasse dazu und zum Schluss Hähnchen. Und danach verschließen wir das ganz einfach. Auch immer ein bisschen Butter drauf geben, schön andrücken. Und dann könnt ihr es auch schon auf euer Backblech geben. Das habe ich hier mit Backpapier ausgelegt. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann müsst ihr einfach gucken, innen ist ja schon alles gar. Das heißt, es müssen nur noch die Phyllo-Blätter schön braun werden. Das dauert so ungefähr 20 bis 25 Minuten. Und dann können wir auch schon servieren. Und ich gebe oben drüber ganz traditionell Puderzucker und Zimt. So, und jetzt habt ihr nur noch eins zu tun, das Ganze einmal nachmachen und dann schreibt immer euer Feedback hier unten in die Kommentare. Habt ihr Fragen, habt ihr Wünsche, liegt euch irgendwas auf dem Herzen, immer schön in die Kommentare, dann können wir miteinander schreiben und ich freue mich jetzt einfach nur aufs Iftar mit dir, mein Hamza. Man merkt das auch, dass du dich freust. Ja, also heute ist ja wie gesagt der erste Tag, ich weiß nicht, wann das Video online geht, aber doch, wir haben schon so langsam echt Hunger und es wird auch langsam dunkel, deswegen müssen wir uns jetzt mal beeilen. Also, euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Kiki.